Diesmal tauschen wir Monumental gegen Barrio und Hochglanz gegen Herbstregen. Diesmal geht's für mich zu einem ganz besonderen Spiel, nämlich nach Nueva Chicago, nach Mataderos. Und das war eine ganz andere Welt als die ich euch bisher gezeigt habe. Diesmal geht es nämlich in die B. Deswegen auch so auf provokant, die Vereinsfarbe von River-Leute in Rot, aber das B natürlich steht für Boca. Nein, das B steht nicht für Boca, würde auch irgendwie keinen Sinn machen. Nein, das steht für Primera B Nacional, die zweite Liga in Argentinien. Und die Geister sind großer Teil der Folklore in Argentinien und in ganz Lateinamerika. Und genau in diese Primera B, da führe ich euch heute in die zweite Liga von Argentinien. Und zwar zu Nueva Chicago nach Mataderos. Die Primera B ist voller Traditionsvereine und treuer Fans, die näher an ihrem Barrio dran sind vielleicht als die größeren Vereine. Ich meine, die erste Liga ist mit 30 Teams schon riesig und dann kommt nochmal eine ähnlich große zweite Liga und da findet man schon sehr viele coole Vereine, unter anderem den hier. Weil er ist ein richtiger Barrio-Verein und ich fand den Besuch da wirklich gut. Wir bleiben nämlich in der Stadt Buenos Aires, nicht in der Provinz. Die Provinz ist nicht weit entfernt, nur über die Autobahn von dem Stadion, aber Mataderos ist noch Teil von Buenos Aires. Nueva Chicago ist ein Verein, den viele verpassen. Ich finde es hier aber sinnbildlich für das, was den argentinischen Fußball so sehenswert macht. Totale Hingabe, auch wenn die Mannschaft im Nirgendwo und furchtbar kickt. Fürs Viertel, für die Gegend. Das ist mir als 60-Fan natürlich sehr sympathisch und deswegen habe ich mir auch mit Freude die Niederlage von Nueva Chicago gegen die Estudiantes de Rio Cuarto angesehen, die mittlerweile aufgestiegen sind in die erste Liga. Also die Estudiantes de Rio Cuarto. Der Name Nueva Chicago ist kein Zufall. Mataderos war historisch das Viertel der Schlachthöfe und der Fleischindustrie. Man nannte es früher das Chicago Argentiniens, weil das in den USA auch das Zentrum der Fleischindustrie war und daher der Name Nueva Chicago. Und daher auch das wichtige Symbol des Viertels, das mit einer Statue gewürdigt wird, der Stier. Und tatsächlich auch mit einem Einlauftunnel, den fand ich sehr sehenswert. Leider waren wir ein bisschen zu spät für den Marsch vor dem Spiel, der bei Nueva Chicago und den meisten Vereinen in der Primera B Pflicht ist. Es gibt ja keine Gästefans mehr und so macht man das vor dem Spiel, man marschiert gemeinsam zum Stadion. Und bei Nueva Chicago kommen die Fans nicht nur aus Mataderos, sondern auch aus den umliegenden Vierteln und auch aus den Provinzvierteln. Ich hatte schon erwähnt, über die Autobahn. Und deswegen marschieren die Menschen von da aus ihren Vierteln zum Stadion. Das ist sehr sehenswert und da laufen wirklich alle mit. Eine bunte Mischung aus allen, die in dem Viertel wohnen. Wir haben es leider nur aus unserem Uber gesehen und waren dann am Treffpunkt. Bei der sogenannten Previa, das ist fester Bestandteil des argentinischen Fußballs, das Vorglühen, wo man sich trifft und ein bisschen trinkt. Diesmal gab es Rotwein mit Limo. Das war überhaupt nicht meins, aber trotzdem war hier gute Stimmung, weil in den Stadien darf kein Alkohol verkauft werden, deswegen wird hier schon ordentlich getrunken. Ja, wir wurden echt nett empfangen hier an der Previa mit Wein und jetzt geht's dann rein. Ich hatte mich auf ein eher raueres Klima eingestellt, weil die Nueva Chicago-Fans sind schon sehr berüchtigt in Argentinien, aber ehrlicherweise war das Gegenteil der Fall. Ich wurde sehr offen empfangen, es war sehr familiär. Ich kann nicht sagen, wie Mataderos außerhalb der Spieltage ist, aber am Spieltag war es eine wirklich coole Stimmung. Mataderos ist ein berühmtes Arbeiterviertel, das konnte man sich bei der Vergangenheit des Viertels denken und auch sehr verbunden mit Juan Domingo Perón. Hier ist eine Statue von Perón, direkt vorm Stadion und sie singen auch für Perón. Und zu Perón und Nueva Chicago gibt es eine Geschichte. 1981, während der Militärdiktatur, sangen Fans von Nueva Chicago den verbotenen Marcha Peronista, also den Marsch der Peronisten. Und Perón war der große Gegner der Militärdiktatur, deswegen war dieses Lied verboten. Die Polizei griff ein und hat 49 Menschen im Stadion verhaftet.
Und dieses Lied zu singen war sehr mutig, weil zur damaligen Zeit sind sehr viele Leute verhaftet worden und verschwunden, also nie wiedergekommen. Und dieses Lied gehört bis heute zum Ruf dieses Vereins und prägte die Identität des Viertels mit. Bis heute wird der Marcha Peronista nicht mehr als Marcha Peronista, aber als Dale Campeón in den Stadien gesungen. So, wir gehen jetzt in die Kurve. Es hat auch pünktlich zu regnen angefangen. Im Stadion selbst ist das Stimmungszentrum nicht in den Kurven, sondern auf der Gegengerade. Das macht Nueva Chicago ganz besonders, weil die Bilder sind schon sehr spektakulär, vor allem mit dem Wasserturm im Hintergrund. Der wird manchmal von Fans mit Fahnen bestiegen und dann ist es besonders spektakulär. Ich mag dieses Stadion sehr, weil es ist wirklich rough mit hohen Zäunen. Aber auch in der Kurve, wo wir uns an den Rand gestellt haben, wir hätten uns auch an die Seite stellen können, aber unsere Begleitung ist mit uns auf die Gegengerade gegangen, über die Barra und auch da war es sehr familiär und sehr cool. Natürlich hat man einen groben Querschnitt aus den Barrios, also man hat Leute jeder Couleur, aber ich fand es da wirklich ganz angenehm und ganz cool. Was nicht so cool war, war der Herbstregen und ehrlicherweise auch das Spiel. Nueva Chicago hat, wie schon erwähnt, verloren. Immerhin ein Tor gab es zu bejubeln. Aber das war schon fußballerisch unterstes Niveau. Also wer zu Nueva Chicago will, geht bitte wegen den Fans dahin und nicht wegen dem Fußball. Aber diese Weisheit gilt für viele Vereine in Argentinien. Nueva Chicago ist natürlich kein riesiger Club, aber er hat treue Anhänger und ist wirklich bekannt in Buenos Aires. Also wenn ihr hier seid, verpasst dieses Erlebnis nicht. Ich fand's mega cool da und gehe auch gerne wieder hin. Und das war's auch schon für heute mit meinem Bericht von meinen Top-Spielen in Argentinien. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil diese Erfahrung, finde ich, muss man machen. Ich kann euch die Primera B nur ans Herz legen, genau wie uns auch auf Instagram und hier auf dem Kanal zu folgen. Das wäre super. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video mit der nächsten Vorstellung meiner Top-Spiele des Jahres.